Gibt es eine Möglichkeit, den BMW iX1 noch ein klein wenig zu verbessern? Ich denke schon. Zumindest in Bezug auf das Ladevolumen ist dies machbar. Herzlich willkommen zur Produktvorstellung des Franks für den BMW iX1. Wie ihr sehen könnt, ist er hier schon eingebaut. Ich hole einmal die Kamera her, dass ihr die Details näher betrachten könnt. Ich gebe jetzt einmal die einzelnen Sachen heraus, die ich jetzt einmal hineingepackt habe. Einmal eine Tasche, wo man sämtliche Utensilien reinpacken kann. Im Zwischenfach des Netzes kann man auch Kleinigkeiten wie in meinem Fall eine zusätzliche Warnweste, einen Regenschirm verstauen. Und zusätzlich habe ich noch das Notfallset, das Originale von BMW, reingelegt. Und natürlich das Typ 2 Ladekabel, was nie fehlen sollte, gebe ich auch raus. Um für euch zu demonstrieren, wie einfach das der Einsatz ist. Der Frank wird nämlich nur eingesteckt. Auf die vorhandenen Kugelbolzen der Originalabdeckung wird der Frank aufgebracht, positioniert und eben aufgedrückt. Wie ihr sehen könnt, ist das in wenigen Sekunden erledigt. So, jetzt haben wir auch noch das Interesse der weidenden Kühe hier geweckt. Ich möchte noch auf einige Fragen eingehen, die uns zu Recht immer wieder erreichen. Einmal der Punkt der Wärmeentwicklung. Wir werden immer wieder gefragt, gibt es irgendwelche negativen Einflüsse durch den eingesetzten Frank? Das kann ich ganz getrost mit Nein beantworten. Der maßgebliche Faktor der Wärmeentwicklung eines Elektromotors ist nicht der Motor, der meistens ohnehin weiter unten sitzt, sondern eben der Gleichrichter, der den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Dieser Gleichrichter sitzt hier etwas weiter unten und ist natürlich zusätzlich in den Kältekreislauf des Fahrzeuges eingebunden. Das heißt, wir haben bei vielen Fahrzeugen, hier haben wir es uns gespart, bei vielen Fahrzeugen mit Wärmebildkamera-Tests gemacht und es hat keinerlei negativen Einflüsse aufgrund des Franks gegeben. Also nein, da gibt es keine Probleme. Ein weiteres Thema ist, was wir oft gefragt werden, ist, warum machen wir keinen Deckel beim Frank? Es ist so, dass der Frank nahezu mit der Motorhaube abschließt und ohnehin kein Schmutz in den Frank reinkommt. So war es für uns klar, dass der Deckel, ein zusätzlicher Deckel eher ein Handicap ist, weil man eine zusätzliche Hand braucht, den Deckel zu öffnen. Und auch dadurch, dass der Frank so leicht ein- und auszubauen ist, falls einmal wirklich Schmutz hineinkommt, meistens durch das Ladekabel, das vielleicht irgendwie im Matsch liegt, falls er wirklich einmal schmutzig wird, nimmt man ihn heraus, wäscht ihn aus, setzt ihn wieder ein. Man hat gesehen, wie einfach das Ein- und Ausbauen ist. Ein weiteres Thema ist das eingesetzte Material. Wir setzen bei unserem selbst produzierten Frank auf ein Produkt, auf einen Kunststoff, der nennt sich ABS V0. Dieser Kunststoff hat die Eigenschaft, dass er einerseits nicht scharfkantig bricht, falls einmal ein Unfall passieren sollte, und andererseits, das ist das Wesentliche, nicht brennbar ist. Das heißt, er glost zwar unter Flammeinwirkung, aber er brennt nicht selbstständig und er erlischt auch wieder. Das ist eine Grundvoraussetzung für uns, auch dass man das angestrebte TÜV eben immer wieder bekommen. Dann eine Frage ist es noch, warum steht in der Beschreibung, man soll den Frank vor dem Werkstattbesuch herausnehmen. Das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, um den Mechaniker nicht irgendwie zu kompromittieren und er weiß ja dann nicht, wie er mit dem Frank umgehen soll, obwohl er sofort sieht, er kann ihn einfach abziehen. Viele Kunden lassen ihn auch drinnen, ist für uns auch gut, ehrlich gesagt, da die Werkstätten dann meist positiv überrascht sind und dann oftmals die Werkstätten das Produkt bei uns beziehen und den Kunden anbieten. Aber wie gesagt, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass der Mechaniker nicht irgendwie irritiert ist. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, nähere Details findet ihr gerne auf unserer Homepage www.frank.at. Somit wünsche ich euch immer eine unfallfreie Fahrt mit eurem tollen Auto, mit dem BMW iX1, vielleicht mit dem eingebauten Frank. Danke, euer Josef von der Firma Frank.at.